Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in unserem Kanal dreht sich alles um unseren Garnen, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute unseren Kanal eingeschaltet habt. Ich bin heute wieder mal mit Kerstin Rita. Wie geht's dir, Kerstin? Gut geht's mir. Vielen Dank, Paul. Wie geht's dir? Sehr gut, und ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir hatten schon ein Video mit Kerstin Ist gedreht. immer schön bei euch. Und wir haben ein bisschen über dich geredet, wie das zu Wolle kam oder zum Stricken kam. Und wir haben, oder ja, du hast deine Designs gezeigt, aber da waren nicht alle. Also es war nur ein Teil deiner ganzen Kollektion, die mit Pasquali gestrickt worden ist. Und wir haben uns überlegt, dann würden wir ein bisschen mehr über die Designs wissen, was du so mit Pinta und Point Bliss erstellt hast, und vielleicht noch ein paar andere. Wir hatten auch letztens mal nach dem ersten Video über ein Projekt geredet, da könnt ihr gespannt sein. Ja, ein Projekt, eine Kooperation, die wir jetzt machen für die Messe in Köln. Das ist eine große Überraschung für unsere Händler, Influencer, und ja, wir Und sind ich freu mich riesig drüber und drauf. ja, Total. die sind sogar die Testerinnen, sie sind schon dabei. Ja, und völlig aufgeregt und aus dem Häuschen. Und letztes Mal in dem ersten Video habe ich gesagt, ja, wir müssen über die Testerinnen reden, und dann habe ich dann vergessen, doch zu fragen. Deswegen machen wir jetzt auf jeden Fall. Okay. Und okay. Erzähl mal ganz kurz nochmal, wie du das mit den ganzen Teststricker koordinierst, weil das ist ein sehr wichtiger Ja, Teil, ja. dein Konzept oder in allgemein für ein Design. Teststrickerinnen, Teststricker sind notwendig und auch sehr wichtig, aber bei dir ist es ganz besonders, weil man sieht schon auf Instagram, das ist, was ich sehe, man sieht, dass ihr irgendwie zusammenhält. Also das ist so wie du hast eine feste Community von Teststricker, wie nennst du sie? Ritterknitters. Ritterknitters. Ich meine, dass jetzt Knitter auf Ritter aus sich noch reimt, ist natürlich Zufall, aber es passt einfach, ja. Also ich habe ein Team von 20 festen Teststrickerinnen, die Ritterknitters. Es gibt einen eigenen Hashtag auf Instagram. Und es sind alles Damen, die ich angesprochen habe, weil ich sehr überzeugt bin von der Art, wie sie stricken, wie schnell sie stricken und wie toll und wunderschön sie stricken. Und ich habe mir erhofft, dass ich genau so einen Pool, wenn ich so nennen darf, finde, die sehr begeistert sind, sehr loyal sind, die einfach auch sehr empathisch sind. Und wir haben uns auch schon öfter getroffen, nicht immer alle 20, aber so 16, 17 sind es meistens, weil jeder natürlich da dabei sein möchte, und wir verbringen dann ein Wochenende zusammen und man lernt sich da natürlich auch kennen. Und es ist im wahren Leben natürlich immer so. Es hat nicht jeder jeden Tag einen guten Tag. Es ist aber viel Empathie für jemanden da, der einfach jetzt sehr angespannt ist, so privat oder geschäftlich. Und aber was sie alle verbindet, ist die Liebe zum Stricken, die Hingabe, auch die Bereitschaft, sich auf einen Teststrick einzulassen. Ich finde es ja alles nie so selbstverständlich. Nein, Ich meine, die Anleitung wird getestet, das heißt, da können wirklich größere und kleinere Fehler drin sein. Ich bin darauf angewiesen, dass die finden in allen Größen, weil damit steht und fällt ein Design, und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, diese Teststrickerinnen zu haben, auch wie man mit denen umgeht, wie wir untereinander umgehen. Also wir mögen uns einfach unglaublich. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Damen habe, und die sind sehr dankbar, dass wir uns alle miteinander haben, und es ist, glaube ich, einzigartig. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist einzigartig einfach, ja. Sind die aber alle in Deutschland verteilt oder auch in andere Länder? Also die sind in ganz Deutschland verteilt, und die Margit kommt aus Graz, Österreich, und die Claudine aus Belgien. Also von daher ist es natürlich dann nie einfach, sich zu treffen, weil jeder auch
Aber ja, es klappt und ich meine, heutzutage ist die Entfernung ja eigentlich, spielt keine große Rolle mehr. Ja, toll. Also Und es man verbindet merkt das auch. Ja. einfach dieses Stricken, egal wo einer herkommt, wie er aussieht, ob er Größe S oder XL oder 3XL trägt. Ne? Es verbindet uns alle das Gleiche und das schweißt zusammen einfach und das ist wunderschön. Ja. Ja, dann hier auch von mir auch ein Dankeschön an alle Teststricker, nicht nur von Kerstin, auch unsere Teststrickerinnen, die sind auch sehr wichtig und wir Ja. sind auch sehr dankbar, Ja. dass sie uns unterstützen Ja, absolut. Ja. bei den Anleitungen. So heute, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns in der Kombi Pinta und Mohair Bliss. Letztes Mal war Manada und Merino Baby hauptsächlich. Ja. Du kombinierst sehr gerne die Garne. Du hast letztes Mal gesagt, dass du gerne mit einer dickeren Nadel strickst, also 4 mm Nadel. Ist das der Grund? Es ist ein Grund, nicht wegen der dickeren Nadel, der ist zum Beispiel jetzt mit 3,25er gestrickt. Okay. Aber ich finde, erstens mal die Fasern passen gut zusammen. Es gibt dann auch einen größeren Stand einfach. Wenn ich nicht nur zum Beispiel die Pinta nehme, sondern ich nehme hier wirklich noch eine Art Beilauffaden als Trägerfaden dazu, dann gibt es einfach, ist ein kompakteres Maschenbild. Und durch das, dass die Mohair ja auch Seide drin hat und der Glanz ist einfach dann da. Es ist ein rundes Teil. Ja. Und man kann zum Beispiel, also man muss nicht Ton in Ton bleiben, man kann auch zum Flieder ein Natur dazu nehmen und dann gibt es einfach ein ganz anderes Maschenbild und Farbe. Das ist eine weitere Kreation im Design drin. Ja. Ein bisschen über die Garne, bevor wir zu den Designs anfangen. Also wir haben genau die Pinta. Ich glaube, zu 90% der Kunden, die Pasquali kennen Pinta. Pinta ist unsere Klassiker. Das kann man für vieles verwenden. Ursprünglich war das unsere Sockengarn. Aber für viele zu schade Ja, als absolut. Socken. Das ist im Naturbereich normalerweise, man braucht Nylon, Polyester für den Sockengarn. Hier haben wir Rami im Naturbereich, ein sehr strapazierfähiges Faser. Ja, und das besteht aus 60% Bio-Merino-Wolle mit 20% Maulbeerseide und 20% Rami, wie gesagt. Und Mohair Bliss, das ist ein Garn aus 60% Superkit Mohair, auch nachhaltig produziert. Also das ist eine RMS-zertifizierte Garn und 40% Maulbeerseide. Also hier nochmal 212 Meter auf 50 Gramm und hier 300 Meter. So, jetzt habe ich über die Garne geredet. Ein paar Kombis haben wir hier auch schon zusammengestellt. Die Farbe finde ich schon eine Knaller. Wahnsinn. Ja, super, also das bringt auf jeden Fall gute Laune. Das ist gelb, das ist richtig gelb. Das ist gelb, ja, das ist sehr schön. Und wenn es jemand ein bisschen dezenter mag, ist es dann mehr so ein Vanillegelb. Ja. Auch wunderschön. Und ich meine, die Farbpalette sucht ja auch seinesgleichen. Da Ja. habt ihr ja richtig auch nochmal neue Farben dazu gebracht, genau die finde ich. Genau, der Mohair Bliss hat mittlerweile 40 Farben. Man sieht Ja. sind 50, haben wir mit 30 angefangen, da kamen 10 letztes Jahr dazu, also sind 40. Und ja, wir haben geguckt, dass unsere Mohair Bliss auch unsere klassische Beilaufgarn sein wird. Deswegen suchen wir immer Farben, die zu Pinta passt, die zu Saphira passt. Merino Baby hat seine eigene Partner, das ist die Manado, die Farbpalette. Deswegen wir schauen immer, so, welche Farben gibt es. Und Pinta zum Beispiel ein sehr besonderes Gelb, die auch nicht überall findbar ist. Und deswegen haben wir so ein Gelb in Mohair gebracht, weil sonst kriegt man auch von anderen Mitbewerbern die gleiche Farbe nicht. Ja, und ja. dann fragen die Kunden nach. So, nur mal die Farbnummer, bevor die Frage kommt, das ist die 821 bei Mohair und bei Pinta ist die 106 hier zum Beispiel. Hier diese Pink ist auch super schön. Das wäre die Pinta 128 und die Mohair Bliss 839. Ja, also wir haben, das ist das Original. Farbe für dein Design. Kannst du ein bisschen erklären? Wie heißt nochmal das Design? Das ist der Caitlin Cardigan. Wird von oben nach unten gestrickt. Die Anleitung sieht 3 Längen vor. Also das ist jetzt die kurze Variante. Es gibt die normale Länge und die ganz lange Länge. Und das ist jetzt das Original. Pinta und Mohair Bliss in Flieder. Und zusammen ist es halt einfach
man sieht den Glanz, das Maschenbild ist toll. Und was halt bei der Mohair Bliss ist, die ist so weich, mit 60% Mohair, eigentlich kratzt da nichts. 40 Seide, 60 Ja. Mohair, Das ist auch das ist super eine viel Mohair, optimale das ist, Zusammensetzung. Nicht zu viel Mohair, dann wird es wieder empfindlich oder so, aber und mit den Farben, also ich glaube, da findet jeder Ja, seinen das gibt Favoriten. es. Guck mal hier, das ist auch super, Ja. finde ich. Ja. Diese Grüne. Ja, passt auch. Und ich Fantastisch. meine, wo gibt es das? Ne? Es gibt ein sattes Grün oder Gelb und es gibt einfach noch einen Salbei, ein abgeschwächter Ton Ja. für die, die nicht gerade so Bäm raus wollen. Und halt Klassiker ist halt hier So ein auch. Tannengrün, Ne? ne? So in Ja. die Richtung. Ja, Ja, genau. super schön. Aber hier auch das war die Bestsellerfarben, als wir Mohair Bliss rausgebracht haben. So ein Korall, würde ich sagen. Ne? Ja, Ja, und die passt auch sehr schön hier zusammen. Ja. und Oder im hier Vergleich ein dazu Rot dann, und ja. Mhm. klar, Rosé haben wir auch. Also, ihr könnt auf der Webseite schauen oder bei eure Wolldealer in der Nähe, die Pasquali anbietet. Da könnt ihr alles live ansehen. Ist immer ein bisschen besser als online. Ja, also erzähl mal, wie das so gestrickt nochmal wird. Also es ist so, das ist eine ganz normale, also so eine typische Raglan-Konstruktion von oben, RVO, Raglan von oben. Es wird in dieses Bündchen, jetzt muss ich wegen dem Mikro aufpassen, also das Bündchen wird gleich mit diesen kleinen Caitlin-Zöpfen angefangen und die Raglan-Linien gehen dann über von einem Zopf genau in die Raglan-Linie über. Und das Schöne ist halt auch hier, die Kante vom Ausschnitt wird gleich mitgestrickt, da wird nicht irgendwie anschließend nochmal Maschen aufgenommen, sondern du strickst einfach von oben nach unten, trennst hier irgendwann mal, legst die Ärmel still und strickst den Rumpf weiter in der Länge, wie du es möchtest. Und das Bündchen am Ende ist dann auch komplett mit den Caitlin-Zöpfen. Hier an der Seite gehen die Caitlin-Zöpfe nochmal nach unten und dann werden die Ärmel, also die Maschen vom Arm aufgenommen und einfach so lange gestrickt, wie man möchte. Es hat hier einen kleinen Schlitz. Ja, jetzt würde ich sagen. Wenn du einen langen Arm strickst und du hast dann ein Kettchen oder eine Uhr an und da ist so ein kleiner Schlitz dabei, dann kommt es so ein bisschen besser zur Geltung. Mir gefällt Okay, das das persönlich heißt, ganz gut. wenn die Strickerinnen oder der Stricker eine Anleitung kauft, der hat die Möglichkeit in einer Anleitung, in alle 3 Versionen, alles für den Ja. Preis für eins. Also bei dem Ketting-Cardigan ist es tatsächlich so, es sind Okay. alle 3 Längen beschrieben und es sind alle 2 Armlängen beschrieben, kurz eben oder lang. Wir haben auch viele Zuschauer, die auch kein Deutsch reden, weil unten erscheint auch der Untertitel. Sind die auch die Anleitungen auf Englisch teilweise? Auf oder? Deutsch und Englisch Okay. und die könnt ihr auf Ravelry oder auf meiner Website www.kerstinritter-nitz.de erwerben. Super. Was hast du noch jetzt mit dem Mohair Bliss? Was hast du auch noch da? Also was ich auch noch gemacht habe, ist das Sharin-Tee. Also einfach ein T-Shirt und mit Dreiviertelärmeln. Es ist auch eine Raglan-Konstruktion von oben, ganz klassisch, mit einer anderen, etwas anderen Raglan-Linie. Da sehr schlicht gehalten. Es ist sonst glatt rechts. Es hat einfach auch, also du strickst die Raglan-Konstruktion, legst dann auch wieder die Arme still und dann wird der Rumpf in Runden fertig gestrickt. Das Bündchen unten Jetzt ist er lockerer gestrickt als die, oder? mit Dreiernadeln und das mit 3,25er. Okay. Ja, aber es ist auch die Suave zusammen mit der Mohair Bliss. Okay, Entschuldigung, habe ich dann. Die, Ja, die okay. ist einfach, die flufft so auf. Also die ist ja für mich völlig faszinierend. Ein reines Baumwollgarn, die Genau, Suave. das ist hier. Unglaublich weich. Ich habe noch nie Baumwolle mit so einer Weichheit in der Hand gehabt schon oder ganz auf den besonders, Nadeln. ja. Und zusammen mit der Mohair Bliss ist es natürlich auch Auch sehr leicht. super weich. Also, Und leicht, was ne? schätzt du, was wiegt, wie viel wiegt es? Weiß ich nicht, 300 Gramm? 162 Gramm. 62, okay, das ist wirklich, Also, da wiegt, ja, gar Es nicht. ist nix, also es ist wirklich ein Wölkchen. Das heißt, du hast quasi vielleicht 2, 3 Stränge Knäuel Mohair Suave. Bliss gehabt. Ja, Ja. also 3. 600 Gramm wird vielleicht ein bisschen knapp, aber also 3 Knäuel reichen aus von der Mohair Bliss. 600 Meter meinst du? Ja, Ja, genau. Mhm. genau. Ja. Und die Suave dann
natürlich entsprechend dazu. Ja, toll. Ja, du hast auch, glaube ich, habe gesehen, du hast auch ein anderes Design mit Suave, aber das zeigst du nachher, weil wir haben noch einen da mit Mohe Bliss. Ja, genau. Genau. Also wir haben hier, das ist die gleiche Kombi wie hier, Ja. Pinta und Moha Bliss. Die Hortensia oder welche Farbe ist das denn? Das Weißt ist, du noch? Die schreiben sowieso nein, Hortensia war es nicht. Ich weiß Himmelblau, es. Himmelblau. kann sein. Also, Also sehr hellblau. schöne Farben. Man sieht diese Glanz von dem Seidenfaser, der in der Mohe Bliss drin ist. Also absolut. Ja, weiß nicht, ob man auf der Kamera so gut sehen kann, aber klasse. Der Glanz kommt mit Sicherheit rüber, weil es fällt auch, es hat einen wahnsinnig tollen Fall. Ja, man, ja. Er verändert sich nicht, also es hat kein Pilling, egal wie oft er getragen wird oder auch eine Jacke darüber getragen wird. Oftmals fängt es ja hier dann an zu pillen unterm Arm oder so und wie du siehst, siehst du nichts. Also da ist kein Pilling da. Wann trägst du, du hast das Teil? Auch im Sommer oder ist nur eher für dich im Winter? Ja? Also im Sommer, das heißt für mich jetzt 30 Grad, ziehe ich kaum was okay, Gestricktes das an. ist also. Und, Auch nicht aber mit Suave? das kannst du anziehen mit einem Top einfach drunter. Ja. Also das trägt sich super angenehm, weil das halt auch überhaupt nichts wiegt. Und aber also ich ziehe meistens eine Bluse drunter, einfach weil ich das gern trage. Aber das auch mit einem Longsleeve, mit einem schönen Ausschnitt bist du immer angezogen. Also wirklich, genau. Und das ist eben auch die Konstruktion mit den Caitlin-Zöpfen, wie hier vom Caitlin Cardigan. Und da ich einfach sehr begeistert bin von der Kombination Pinta und Moha Bliss, habe ich gedacht, ich muss da noch was draus Ja. stricken. Und Ja, und ich genau. habe im Internet so viele verschiedene Kombis gesehen und von einer Teststrickerin, die Ja. mal so fleißig Ja. alles posten. Ja. Also wir freuen uns jedes Mal, wenn die Teststrickerinnen uns markieren. Wir sehen vielleicht nicht immer alles, aber das ist für uns... Er sieht viel und er teilt viel und das ist sehr, sehr schön. Ja, wenn wir es können, machen wir, wie Ja. gesagt. Es ist, Ja. Ist eine tolle Wertschätzung, einfach für die ganze Arbeit, für die Teststrickerinnen und die freuen sich natürlich und ich mich auch. Ich finde es schön, finde es sehr schön. Genau. So, dann hast du, genau, das Modell mit Suave, das würde ich gerne auch mal zeigen. Das ist hier die Originalfarbe. Das hast du, ich glaube, diese Kombination von den beiden Garnen hast du auf der Ja. Messe entdeckt. Wo Ja. wir die, ne? Die Marisa, deine Mitarbeiterin, hat mich auf diese Kombi gebracht. Sagt sie, Kerstin, schau mal, fass das mal an. Und ich fasse es an und denke, Und dann sagt sie, ja, die Arctic Pearl und zusammen mit der Suave. Und dann Suave 100% Baumwolle. Ja. Und dann dachte ich, wie 100%? Das gibt's doch gar das ist nicht. so leicht und so Ja, es eine ist Wolke. wirklich Kaschmir, das ist ein Kaschmir-Feeling. Und als Kombi zusammen kommt es dann so, also das ist die Brienne West. Das ist einfach ein Design, wo auch diese tollen Zöpfe hier am Kragen, der Kragen ist breit und fällt wahnsinnig weich, trägt sich sehr angenehm am Hals, ist auch eine Konstruktion von oben nach unten. Also für Wollallergiker, Mega. für Neurodermitiker, Also ich meine, Veganer. da ist nichts drin, was kratzen könnte, oder? Ja, nee, gar nicht. Wie gesagt, und auch vegan produziert. Ja, Also das ist, ja. Baumwolle und Sisal ist es, glaube ich. genau, das ist Ja. hier die Arctic Pearl, das ist 100% Sisal, also eine Faser aus Meeresalgen und Eukalyptus. Ganz besonders, ja, mit einer Lauflänge von 245 Meter auf 50 Gramm, da kommt man sehr weit in den Garn. Und ja, die Suave hat 100, muss ich gucken, habe ich schon vergessen, so 162 Meter auf 25 Gramm, sehr leicht. Und das war damals, als wir das rausgebracht haben, ein veganes Kaschmir oder so Baumwolle mit Kaschmir-Feeling, wie du Absolut, sagst. ja. Das fühlt sich so an. Man denkt, und ich muss mal das erklären, das jetzt auf dem Video kann ich auch machen, wenn ich bei einem Kunden bin, sagt er, ja, wenn du den Knoll siehst, da denkst du, das fällt auseinander. Also das ist nicht ein Knoll, der schön aussieht, ne? Weil man denkt sofort, es wird Fussel. Aber wenn du das einmal gestrickt hast, und wenn, sage ich mal, der Händlerkunden zeigt ein gestricktes Teil daraus, weil dann werden die Kunden das kaufen wollen. Also gestrickt, gut, du hast es jetzt einfach kombiniert, weil es auch als Beilaufgarn ein sehr gutes Garn ist, aber auch einzeln gestrickt. Das sieht super aus. Das fuselt nicht. Der hat so wie eine leicht
Peeling-Effekt, muss man so sagen, aber der so bleibt. Das von Anfang an und so bleibt und es ist regelmäßige, ich sage Peeling, das Wort Peeling ist so ein schlechtes Wort, aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Und du kannst in der Maschine waschen und danach sieht genauso aus. Und es ist ganz flauschig und also da gibt es sehr viele Fans. Ja, das glaube und, ich. Und es gibt nun mal sehr viele empfindliche Stricker und Strickerinnen, wo einfach vieles nicht vertragen. Und das ist jetzt eine Kombi, die sieht verstrickt sehr schön aus, das Maschenbild ist sehr schön und hier ist die Brainwest und der passende Caitlin-Scarf noch dabei. Das ist doch das hier, der Muster eigentlich von den Kragen, oder? Genau, der wiederholt sich dann sowohl hier beim Cardigan als auch bei der Brainwest. Und Man kann. Ja, und Artibel gibt auch ein bisschen Glanz wie Seide. absolut. Ist auch ein also das flutscht wirklich über die Nadel, das muss man einfach so sagen, ja. Ja, und wir haben auch neue Farbe bekommen von Artibel, also da kann man ganz schön weitere Kombis machen. Das ist eine der neuen Farben. Oh, dieses Bordeaux. Rot, unglaublich, Super, wirklich. ja. Und, aber du hast auch hier diese Kombi auch ausgesucht, weil du hast gesagt, ja, man muss nicht immer Ton in Ton sein. Du hast gesagt, guck mal, wie wäre sowas, ne? So eine Salbei mit so einem dunklen Grün oder mit der Limette. Genau, also ich finde, man kann auch ruhig mal sowas zeigen. Ja. Oder dann in die dunklere Richtung gehen. Aber warum nicht aus Frühjahr oder so? Ich kann mir das super toll Ja. vorstellen. Wie machen eigentlich, das ist eine Frage eigentlich an den Zuschauer, wie entscheidet ihr euch für Farben? Also, weil, ich meine, wir sind bei uns in der Firma, klar, wir haben so eine Lager mit ungefähr 900 verschiedenen Produkten, so Farben. Unglaublich. Da können wir hingehen und alles mal kombinieren. Aber ihr müsst auch die Wolle kaufen, um überhaupt das testen zu können und zu schauen, wie das ausschaut. Entscheidet ihr euch eher für Ton in Ton, weil das Risiko geringer ist? Ja? Oder wie entscheidet ihr euch? Also mich interessiert sehr, weil wenn ihr sagt, ja, ich würde gerne solche Kombis selbst kreieren, aber ich habe Angst, dass ich jetzt 50 oder weiß ich nicht wie viele Euro Geld investiere und dann gefällt mir nicht. Weil wenn es so ist, dann könnt ihr mal wir selbst ein paar Maschenprobe erstellen und euch dann direkt ein paar Vorschläge machen. Ne? Also Was denkst du? Was wären die Antworten? Also ich glaube, dass viele sich wirklich darauf einlassen, was die Vorgabe des Original einfach ist, weil sie sich dann vorstellen können, so hier jetzt beides in Flieder oder hier in Navi und dann, das ist ja das, ne, es gefällt dir, weil du das siehst und dann stricken viele, glaube ich, wirklich die Originalkombi. Ja. Aber wenn man einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand dann hinaus gucken möchte und sieht diese Vielfalt der Farben, ich meine, ganz ehrlich, ich würde mir einfach dann von dem und von dem und von dem einen Knoll bestellen und dann zu Hause einfach austesten, ausprobieren. Du kannst dann gucken, wie sehen Zöpfe aus, wie sieht ein Lace-Muster damit aus. Es ist ja immer auch die Frage, was möchtest du draus stricken. Und also bevor ich mir Wolle für ein ganzes Projekt kaufe und ich bin kann auch total sowas vielleicht stricken unsicher. erstmal. Genau, du kannst dann auch, oder du Das ist bestellst dann wahrscheinlich von nur dem, ein Knoll jeweils, oder? das sind 1,5, glaube ich. Ich hatte ein bisschen übrig, Man kann aber ein ich bisschen habe dann kleiner, kurzer sogar, machen sonst und zum Testen, wie das ausschaut. Und wenn, also- wenn nicht gefällt, kann man jemanden schenken, der ja vielleicht genau, gut gefällt. Ne? genau. Also du kommst auf jeden Fall mit einem Knoll Arctic Pearl aus. Genau, weil es sind ja 145 Meter. Ja, und der läuft 162 Meter. Man kann sich auch die Mitte markieren, also Genau, abwiegen. halbe. Und Ja, dann ja, einfach an der ja. Hälfte nochmal wiegen, wenn du die strickst Hälfte du weiter hast. bis zur Hälfte genau, und dann setzt einen beginnst du Maschenmarkierer. Abnahme wieder dann. Genau, Okay. und strickst dann quasi die Hälfte wieder zurück. Dann bist du sicher, dass das Garn reicht. Das kann man auf jeden Fall machen. Also, und dann fühlt man das auch einfach mal. Man sieht da nicht nur, Aber wie ich, ist es, ich finde das super. Ich kenne ist mich schon mega sehr weich, gut ja. aus mit den Garnen und Ja. ich weiß sofort bei Anfassen, welches Garn. Also ich das denke ist. manchmal, du strickst selbst, weil du so viel weißt. Ja, einfach. also ich weiß, ich kenne mich aus, wie gestrickt wird. Ja. Diese Logik dahinter verstehe ich. An der Uni habe ich dann gelernt, mit den Maschinen zu stricken. Das heißt, es ist auch nicht anders, nur dass es schneller geht. Und ich verstehe diese Logik. Deswegen, wenn du jetzt über Stricken redest, dann weiß ich und ich kann auch selbst berechnen, wie viel Wolle man braucht, wenn ich schon weiß, die Maschenprobe. Also es Super. logischerweise geht. Stricken habe ich wirklich versucht einmal vor einigen Jahren in Belgien. Das war das Wetter in unserem Urlaub mit den Kindern und Frau sehr windig und regnerisch. Und da bin ich dann zu einem Geschäft gegangen
habe ich mir unsere Wolle gekauft. Die Baby Alpaca Los Andes. Ja. Oh, okay. Ja, weil ganz dick, Ja, ja. mit 6 Nadel wird gestrickt und dann habe ich angefangen, so einen Schal zu stricken und mir war selbst irgendwie langweilig. Mein Kopf ist ständig am Denken und Ideen und dies und dies und da war nur rechts, links, rechts, links, rechts, links, habe ich nie zu Ende gemacht, habe bemerkt, ich glaube, ich brauche etwas mit mehr Herausforderung, wo ich die Anleitung schauen muss und gucken, okay, jetzt brauche ich, weil sonst Ja, denke, ja. arbeitet mein Kopf die ganze Ja. Zeit und ich will irgendwann das machen. Mein Sohn macht sich immer lustig und sagt, wann ist mein Schal fertig? Weil das sollte ein Schal für ihn sein. Der war, ich glaube, 6 Jahre alt oder so. Der weiß Aber nicht, er hat es nicht vergessen. hat er nicht vergessen. Also irgendwann muss ich das machen, vielleicht für, wenn er fertig mit der Schule ist. Also sag mir Bescheid, wenn du eine Anleitung brauchst. Nein, also, wo waren wir? Das war's, ich glaube. Okay, ja. Und zurück genau, zu den Kombis. Ja. Bitte schreibt ja jetzt das in den Kommentaren, wie ihr die Farbe aussucht. Könnt ihr, wie gesagt, in solche kleine Modelle was Schönes testen. Halbe, halbe, wie gesagt. Dann lass uns mal noch ein paar Designs von dir zeigen. Wir werden wahrscheinlich nicht alles zeigen können. Aber Wie wäre es denn mit dem genau, mit dem. Liana-Sweater aus der Ja, super. tollen Sayama? Ja. Also allein die Farbe ist schon. Ja, so Sayama ist eine Mischung von 50% Baby Lama und 50% Highland Wool. Alles aus Bolivien. Das sind die Tiere. Sayama ist Sajama ist ein Berg, ein höchster Berg in Bolivien und da leben auch die Tiere. Das werden man jetzt so genannt. Und Sajama heißt das eigentlich, aber auf Spanisch in Argentinien, diese Y, die sagen das Sch. Ja, deswegen sage ich Sajama und die Deutschen sagen Sayama. Ja. Beide sind richtig. Und Shama gleichzeitig auf Spanisch ist Lama. Das ist Und der Kreis eine schließt Wortspiel, sich. genau. Also, und die wollten ein Garn eigentlich für Colorworks haben, aber die weich ist. Die wollten jetzt nicht diese klassische Highland Wool aus oder schottische Wolle, wo sehr hart ist. Ja. Und es ist griffig, Ja. aber trotzdem weich. Es kratzt gar nicht auf der Haut. Und du hast jetzt dieses tolles Modell gemacht mit Kragen. Da würdest du bestimmt nicht mit einer harte, klassische Highland Wool machen, weil das ist unangenehm. Und die lässt sich super tragen. Ja. Auch für Herren wäre so ein Modell in der Richtung super, weil das Garn ist stabil. Ich mit Bart zum Beispiel viele Garne wurden Fussel, weil es schon mit dem Bart sehr viel reibt. Aber bei Sayama, da wäre das Problem gar nicht. Also die ist schon robust und trotzdem weich. Das ist einfach so. Und gibt auch ein tolles Maschenbild hier, wenn ich gerade Genau. mal kurz die Rückseite zeigen darf. Da Okay, seht ihr ja, das auch ist auch schön. einfach die Schulter und auch wie die Zöpfe hier runterlaufen. Und man kann dann einfach auch entscheiden, ob man einen Stehkragen oder einen Rollkragen dran haben möchte. Ich habe Videos hinterlegt auf meiner Webseite, wie ihr zum Beispiel aus dem 2-2-Rippenmuster einen italienischen Abschluss stricken könnt. Und die Videos sind auf der Webseite? Ja, Ja, okay. die sind also in der Anleitung hinterlegt, aber ich habe die auch auf der Webseite. Mhm. Und man sieht hier einfach auch einen ganz schönen Abschluss bei den Armen. Die Arme sind überlang und du kannst sie dann umschlagen. Okay, ja. Und es passt natürlich dann zum Rollkragen auch. Und es ist alles dann italienisch abgekettet, was einfach ein tolles. Ja, super. Genau. Und du hast dich hier für diese Farbe entschieden. Ich hab Schon mal passt sogar zum passt Outfit das auch, heute. ja. Und viele deiner Tests haben auch und auch später auch deine Strickerinnen in so viele Ja. verschiedene Farben. Ja. Das ging auch in die Decke, diese Design. Es- Das ist super gelaufen. Wir haben auch jetzt 4 Farben hier genommen, einfach so zu zeigen. Wir haben auch Naturfarben, das ist ja ungefärbt. Ein sehr schöne Braun. Taupe Ein Taupe, wahrscheinlich. ja, eine Taupfarbe. Das wäre hier die 310. Hier das Original, die originale Ja. Farbe. Die Traube, das ist die 321. Hier auch noch passend auch dazu. Deswegen hast du die Farbe ausgesucht wahrscheinlich. Die 322 und klar, der Klassiker Bordeaux. Mega schön. Also Die, ein ich glaube, ganz das tolles Bordeaux. bestverkaufte Farben. Ungefärbte sind die meisten verkaufte immer, aber gefärbte Bordeaux ist sehr, sehr beliebt. Und ein sehr schöne Bordeaux. War in der letzten Saison halt auch die Winterfarbe. Ja, Also aber schon seit 2 Jahren eigentlich. ja, Ne, der bleibt. auch dieses Ja, Jahr noch. ja, Also ja.
Das ist das genau. das bleibt. Ja, also den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ist ein tolles Projekt, was mit dicken Nadeln ja auch, ich glaube 4,5 ist der gestrickt oder 4, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es geht einfach fix und die Sayama, die geht ratzfatz, klappt das. Ja, da hat eine sehr schöne Lauflänge von auch 212 Ja. Meter, 112, nee, Und 112 Meter. auch Ja. die Größe oder die Länge der Stränge, man kann es sich halt gut ausrechnen. Ne? Wenn du dann manchmal, ich weiß nicht, 400 Meter Lauflänge auf einem Strang hast, dann hast du vielleicht 300 Meter übrig am Ende, weil du es einfach nicht richtig ausrechnen kannst. Das ist optimal. Ja, dabei nicht übrig. So, ich glaube, wir sind erstmal mit unserem Video fast zu Ende. Wir werden gleich über unser Projekt weiterreden und auch direkt ein anderes Video drehen, die kurz vor der Messe veröffentlicht wird, weil das ist wirklich top secret. Top secret. Ja, das ist ja, der wird euch freuen. Ihr müsst einfach nur abwarten. Das erscheint ein paar Tage vor der Messe. Ich freue mich, dass wir Kerstin gewählt haben für dieses Projekt und das wird toll. Ja, ich freue mich riesig und vielen Dank für diese Ehre. Gerne. Und vielen Dank nochmal für eure Zeit. Schreibt in die Kommentare, Antworten auf die Fragen, gerne, die wir auch erstellt haben. Fragt auch gerne, was ihr vielleicht noch mehr wissen möchtet von Kerstin. Wir werden fleißig alles antworten. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Abonniert uns und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen Mittwoch. Also unsere Videos erscheinen jede 2 Wochen an Mittwoch um 18 Uhr in Deutschland Uhrzeit. Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis bald. Ciao.